Herzlich willkommen zu der mehrteiligen Serie SASE erklärt. Mein Name ist Nikolaus von Jonsson, CEO von Safecall Telecommunication Consulting aus München. Im heutigen Video werde ich über SASE sprechen und warum SASE die Zukunft der WAN oder Wide Area Network Technologie ist. Wie es die verschiedenen Elemente von WAN und Sicherheit zusammenbringt, um eine Technologie der nächsten Generation im Sci-Fi-Style zu schaffen, die sehr sicher ist und die Anforderungen der heutigen digitalen Geschäftswelt erfüllen kann. Also, los geht's! Als erstes werden wir heute über die neuen WAN-Trends sprechen, was SASE ist und schließlich, was haben Sie davon? Fangen wir an und tauchen gleich ein. Es gibt zwei große WAN-Trends, die sich auf globaler Ebene abspielen: Cloud und Edge. Lassen Sie uns einen tiefen Einblick in beide nehmen. Aus der Cloud-Perspektive sehen Sie, dass eine Menge Aktivitäten von der privaten Cloud in die öffentliche Cloud verlagert werden. Insbesondere Apps und Daten wandern mit Lichtgeschwindigkeit zu den Anbietern öffentlicher Clouds. Dies geschieht weltweit, weil die Unternehmen dadurch eine Menge Geld sparen und die Cloud regional und global alle Arten von Ausfallsicherheit bietet. Unternehmen sparen eine Menge Geld, sie müssen nicht im Voraus eigene Infrastruktur kaufen. Stattdessen können sie CAPEX in OPEX umwandeln und Dienste nach einem Pay-as-you-go-Modell in Anspruch nehmen. Nicht nur die Cloud, auch die Edge verändert sich hiermit. Im alten WAN hatten wir ein Rechenzentrum, das im Zentrum unseres Universums stand. Und dann hatten wir all die Standorte, die mit dem Rechenzentrum verbunden waren. Im Rechenzentrum befand sich das primäre Internet Gateway, Firewalls, der Sicherheitsstack, die WAN-Optimierung und alles andere. Aber das ändert sich jetzt. Die frühere klassische Hub-and-Spoke-Technologie ist nicht mehr zeitgemäß. In der neuen Welt gibt es zwar immer noch die Bürostandorte und das Rechenzentrum, aber die Zahl der Remote-Benutzer und Bring-Your-Own-Device-Geräte, welche diese Benutzer mitbringen, nimmt zu. Darüber hinaus erleben wir eine große Umstellung in die Cloud, wo es SaaS, PaaS, IaaS gibt, und wir erleben diese große Verlagerung. Jetzt im Moment. Das Rechenzentrum ist nicht mehr das Zentrum des Universums, sondern die Cloud. Das ist die größte Veränderung, die wir erleben. Und diese Veränderung veranlasst uns, die Dinge anders zu betrachten. Genau hier kommt SASE ins Spiel. Was also ist SASE? SASE steht für Secure Access Service Edge. Es wird SASE ausgesprochen. Es ist ein Schlagwort, das von Gartner im Jahr 2019 eingeführt wurde und beschreibt eine Kombination aus Netzwerk und Sicherheit. Was bedeutet das? Schauen wir uns die zwei Perspektiven genauer an. Aus der Netzwerkperspektive handelt es sich um ein SD-WAN oder softwaredefiniertes WAN. Wenn Sie mehr über SD-WAN erfahren möchten, finden Sie unten und oben einen Link zu dem Video Was ist SD-WAN? Ich habe eine ganze Reihe von Videos über SD-WAN gemacht. Schauen Sie sich unsere YouTube-Playlist an, dort finden Sie eine Menge sehr wichtiger Informationen. SASE umfasst auch die WAN-Optimierung, zum Beispiel Deduplizierung und WAN-Beschleunigung, Routenoptimierung, intelligentes Traffic Steering, anwendungsorientiertes Routing, Quality of Service, DPI oder Deep Packet Inspection. SASE ist eine Kombination aus all dem. Und was die Sicherheitsperspektive angeht, so haben wir bei SASE auch eine Art Firewall as a Service. Sie umfasst insbesondere zwei Komponenten: Next Generation Firewall und Next Generation IPS. Das sichere Gateway ist die nächste große Komponente. Dazu gehören URL-Filtering, Malware-Erkennung und Prävention sowie DNS-Sicherheit. Sie könnte auch Data Loss Prevention umfassen und Cloud Access Security, der als Proxy-Dienst fungiert und sich zwischen die Benutzer an der Quelle und dem Ziel, auf das wir zuzugreifen versuchen, setzt und verschiedene Arten von Angriffen verhindert. Und schließlich Zero Trust Network Access. Und das ist die Idee dahinter. Es gibt kein Vertrauen. Solange die Benutzer nicht authentifiziert sind, erhalten sie keinen Zugang zu irgendetwas. Egal, ob es sich um Geräte oder Anwendungen handelt,
Die Nutzer müssen im Voraus ausdrücklich Zugang erhalten. Und wenn sie nicht in Echtzeit authentifiziert werden, erhalten sie keinen Zugang zu irgendetwas. Der Grundgedanke dabei ist, dass alles aus der Identität des Nutzers und nicht mehr auf der IP-Adresse basiert. Und das ist eine große Veränderung. Früher haben wir unsere ACLs und alles andere auf der Grundlage der IP-Adresse programmiert. Aber jetzt ist alles identitätsbasiert. Dinge wie Active Directory oder, wenn Sie ein Cisco-Fan sind, Identity Service Engine. Man identifiziert also die Person oder das Gerät, welches versucht, auf etwas zuzugreifen, und nur auf der Grundlage Ihres Profils erhalten Sie dann eine bestimmte Art von Zugriff auf das Netzwerk. Das ist die ganze Idee von Zero Trust. Es gibt 3 Hauptvorteile von SASE. Erstens, erhöhte Sicherheit. Wie ich bereits im Zusammenhang mit SASE angedeutet habe, kommen Sicherheit und SD-WAN zusammen und bieten eine verbesserte Sicherheit, weil wir jetzt verschiedene Schutzebenen an der Quelle und am Rand haben. Also der Edge und der Cloud. Wenn der Datenverkehr die Cloud verlässt und wenn der Datenverkehr zurückkommt. Wir haben also eine umfassende Sicherheitsanalysefunktion direkt in die Lösung integriert. Zweitens. Da SD-WAN darüber hinaus eine Deep Packet Inspection und die Möglichkeit zur Entschlüsselung in Leitungsgeschwindigkeit bietet, können wir jetzt tief in die Verkehrsmuster eindringen und herausfinden, was wirklich vor sich geht. Das bietet nicht nur einen hervorragenden Einblick in die End-to-End-Umgebung, jetzt können wir die Sicherheitsprotokolle mit den Netzwerkprotokollen korrelieren und verstehen, was zu einem bestimmten Zeitpunkt wo passiert ist. Wir erhalten also eine konvergente, eine einheitliche Sichtweise. Wir haben jetzt nicht mehr mehrere Scheiben, sondern ein einziges System, in das wir uns einloggen, das uns Einblicke in unsere gesamte Struktur des WAN und auch die damit verbundene Sicherheit gibt. Das ist sehr umfassend. Drittens, die Kosten. Alle bisher erwähnten Punkte führen erstaunlicherweise dazu, dass die Technologie finanziell durchaus erschwinglich ist. Denn anstatt mit vielen Anbietern zu arbeiten, haben wir es jetzt in den meisten Fällen mit nur einem oder 2 Anbietern zu tun, auf die wir unseren Bedarf bündeln. Ich denke, dass es letztendlich darauf hinauslaufen wird, dass wir uns sogar für einen Anbieter entscheiden, der alles liefern kann. Obgleich, nach dem, was ich heute über die Branche weiß, wird der ein oder andere Kunde wohl mit verschiedenen Anbietern zusammenarbeiten, um eine gute SASE-Lösung für sich zu erreichen. Einige Unternehmen wie Fortinet behaupten jedoch, dass sie in der Lage sind, zusammen mit SD-WAN umfassende Sicherheit zu bieten. Aber das muss sich erst noch zeigen. Ich denke, in den nächsten 12 bis 24 Monaten werden wir in dieser Hinsicht große Fortschritte sehen. Und ich denke, dass wir einige erstaunliche Marktführer in der SASE-Kategorie sehen werden, die eine sehr ausgereifte Lösung anbieten werden, welche Unternehmen nutzen und dabei eine Menge Geld sparen. Im WAN Technology Stack der nächsten Generation ist die Security-Lösung auf jeden Fall sehr eng integriert. Sie ist kein nachträglicher Gedanke, sondern wird von Anfang an eng in die gesamte Lösung integriert sein. Sie und Ihre Fragen zu SASE sind uns sehr wichtig. Gerne stehen wir bei SafeCall Ihnen mit unserem zahlreichen Projekt- und Praxiswissen zur Verfügung. Klicken Sie für mehr Infos oben, geben Sie uns Ihren Daumen hoch und abonnieren Sie den Kanal, damit Sie keine weiteren Videos verpassen und wir uns wiedersehen.